Hier ist Saarlandfernsehen. Camping im Oktober. Ein ganz großer Reisebus steht hier und der ist umgebaut worden zum Wohnmobil. Wir gehen mal ganz kurz drum rum, denn der Besitzer ist neben mir und ich habe ihn mal gefragt, ob ich mal von draußen das mal gucken darf und auch mal reingucken darf. Und er ist so begeisternd, dass ich gesagt habe, wir müssen uns den unbedingt mal angucken, denn er hat ihn selber gebaut und es ist noch ein Auto hinten dran. Ja, zurzeit läuft gerade die Standheizung schon mal an, denn heute Nachmittag geht es wieder auf Tour. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Nico Klein. Aus wo kommst du her? Das heißt Berghout in Holland, Noord-Holland. In Nordholland. Du stehst jetzt an der Mosel. Hier. Ja. Ist es schön hier an der Mosel? Ja, uns gefällt das hier. Wir sind schon vier Wochen 4 hier, Wochen da. an dieser Stelle, ja. Okay. Ja. Ja, das ist schön. Du hast mir erzählt, deine Frau, die hat keinen Führerschein, oder? Ja, hat kein Führerschein. Okay. Ist aber nicht schlimm. Du hast einen Führerschein. Ja, alle. Alle. Alles. Genau. Der hat unglaublich viele Klappen. Wir gehen am besten mal kurz drum rum. Du hast ihn umgebaut. Innen drin ist er riesengroß. Wenn du mir mal kurz mit mir mitkommst, dann schauen wir uns den mal komplett an. Er ist 12 Meter lang, richtig? Ja, 12 Meter lang, ja. Plus Anhänger. Das heißt, der Anhänger, der hat nochmal... Ja, So, es war mal ein Reisebus. das war ein Reisebus, ja. Ist das stark, die Maschine, die drin ist? Was ist da drin? 280 PS. Okay. Volvo. Volvo, ja. Sieht da von hinten aus. Da vorne ist auch was drauf. Wenn du mir erzählst, was da hinten drauf ist. Das ist de Stadt, wo wir daneben wohnen. Das ist Hoorn am IJsselmeer. Eine sehr berühmte Stadt. Okay. So, und das ist so die Heckansicht. Das heißt, wenn die Leute das sehen, die erkennen schon, dass das ein Reisemobil ist, ein Wohnmobil, oder? Ja. Okay. Ja. Super. Wie lange hast du daran gebaut? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Ja. Da war er fertig. Rückfahrkamera mit drin, Standheizung ist mit drin, die läuft schon mal vor, damit der Motor warm gemacht wird. Und das ist die Seite. Das heißt, du hast nicht alles offen, aber du hast ein riesen Schlafzimmer drin. Ja. Und obendrauf, da ist so ein ganz kleines Teil. Was ist da oben drauf? Ja, ist es Luft? Oben drauf. Ja. Das ist für den Kühlschrank, dass die Wärme vom Kühlschrank weg kann. Okay. So, das Ganze wird dann noch gezogen. Das heißt, du ziehst auf einem Anhänger noch den Dacia mit. Ja. Ich nehme an, dass der Motor das gar nicht merkt, oder? Nee, man merkt man nichts davon. Stark. Da vorne ist der Anhänger mit drauf. 17 Meter ist das Gespann denn lang. Ist das denn schwer zu fahren, 17 Meter? Nee. Gar nicht. Das ist genau wie die 12 Meter. Das heißt aber auch, dass nicht jeder Campingplatz für dich in Frage kommt, oder? Ja, wir haben eine Liste von Stellplätzen. Okay. Campingplätzen fahren wir sowieso nicht. Stellplätzen wie hier. Ja, die Und funktionieren. dann haben wir noch, hier funktioniert das prima. Ja. Und da sind noch manche, so überall in Deutschland und Frankreich, Italien, Spanien. Die auch entsprechend groß sind. Ja, wir können das mit der App, können wir sehen. Und die suchen wir dann, dass die maximale Länge 12 Meter ist. Okay. Und jetzt vielleicht mal ein paar Daten. Wie schwer ist das Fahrzeug? 12 Tonnen. 12 Tonnen. So, da hinten ist die Schlafkammer, wie ihr sagt in Holland. Die Schlafkammer mit drin. Und du hast unglaublich viel Stauraum. Das heißt, du kannst wirklich viel mitnehmen. Wenn du mir mal zeigst, was da drin ist. Hier haben wir zwei Tanks. Okay. Eine ist für die Dusche und die Küche, und andere für die Toilette. Okay, verstanden. Das heißt, da ist das Schwarzwasser drin. Du hast einen festen Tank. Ja. So, da ist auch die Haushaltsverordnung. Dann hier, leer gemacht werden. Ja. Oder mit Schlauch oder so, wo man das dahin fahren kann. Okay, das heißt, die Entsorgung ist da möglich. Ja. So, da hinten drin, da hast du noch Gartenstühle drin. Das heißt, der Motor ist vorne. Motor ist da unter. Der Unterflur. Ja, Unterflur, ja. Okay. So, das nächste Mal reingucken. Das ist ja, es ist jedes Mal so eine kleine Überraschung, was da jeweils drin ist. Ja. Und da habe ich schon reingeguckt, da ist eine Dieselheizung, gell? Ja, das ist da vorne hier. Der Wassertank, Ja. das ist 500 Liter. 500. 500 Liter. Und ein Gastank
von 70 Liter und habe ich noch eine kleinere von 50 Liter da vorne. Okay. Ja, mit Gas, so ein Gastank ist schon sehr praktisch, oder? Ja, Autogas. Okay, das heißt, du fährst zur Tankstelle voll machen? Ja. So, und da vorne, was ist das da? Die kleine Uhr da? Das ist eine Wasserpumpe. Ja, das ist die Wasserpumpe? Das ist die Wasserpumpe, ja. Okay, im Prinzip wie im Haushalt, oder? Ja, das ist genau wie zu Hause. Merkt man keinen Unterschied. Stark. Ganz, ganz toller Wagen. So, und da ist die Dieselheizung mit drin. Das ist die Originalheizung, die drin war, oder? Ja. Webasto steht drauf, das habe ich eben schon gesehen. Ja. So, ihr habt einen Hund? Ja. Ja. So, und du hast. Mein Hund. Genau, und du hast Soll Bio, hast du, habe ich gesehen. Ja. Ist das gut, Soll Bio? Wir brauchen das nicht. Wir haben das geschenkt bekommen. Okay. Und wir brauchen das nur für so ein bisschen sauber machen Okay. im Wasser. Das funktioniert auch. Im Toilette brauchen wir das nicht. So, da vorne ist die. Ich glaube, das Wichtigste ist der Erdapfel, oder? Erdapfel. Und das ist wichtig hier. Zeig mal. Bier. Bier. Holländisches Bier? Holländisches Bier. Und ja, das macht nichts. Das nehme ich mit, weil wir haben kein Pfand Okay. am Dosen und so. Dus dann Einfacher. bringe ich das einfacher, ja. Okay. Sonst den Rest kaufe ich dann hier in Deutschland. Okay, verstanden. Ja, und die, Okay, das heißt, ihr seid das ganze Jahr unterwegs mit dem Auto? 4 Monate im Jahr. 4 Monate im Jahr. Ja, im Frühjahr und im Herbst. So, und da ist der Motor, gell? Der Motor ist da unten. Ja. Ach, Unterflur, okay. Okay, das heißt aber auch 6 Zylinder, 10 Ja. Liter. 10 Liter, 10 Liter, ja. 6 Zylinder. Ja. So, Und das ist Gasheizung. Eine Gasheizung so eine haben wir hinten auch noch drin für das Schlafzimmer. zweimal. Ja. Falls mal eine nicht funktioniert, geht immer noch eine. Naja, funktioniert, aber wenn es nicht so richtig kalt ist, Da machen wir beide an. ja, hier haben wir noch ein bisschen was Erdnüsse Walnüsse habt ihr gesammelt. gesammelt hier. Die sind überall hier, oder? An der Mosel. Ja, das ist hier unheimlich. Wir waren 3 Stück von den Dingen voll. 3 Stück. 3 Stück von den Dingen voll. Die sind wertvoll. Die sind normalerweise sehr, sehr teuer, wenn man die kauft. Ja, weiß ich nicht. Wir schenken das hier und da an Freunde und Familie. Ich zeig das mal gerade. Wir sind nämlich hier an der Mosel und überall sind Walnussbäume. Da vorne stehen sie überall. Ja, überall. Überall. Und die Leute sammeln hier den ganzen Tag schon Walnüsse. Wir sind nämlich direkt an der Mosel, sind wir, gell? Ja. Jetzt ist das so ein bisschen vorbei. Es kommt nicht viel mehr. So, und das ist von vorne. So sieht er aus, wenn man dann fährt. Ja. Ist das ein Problem mit dem Glas? Das Glas ist nur einfach, oder? Oder ist doppelt? Ja, an der Seite ist alles doppelt. Ja. Hier vorne nicht. Dann haben wir das können wir das so machen. Okay. Wenn es kalt ist und so. Und abends. Ja, da vorne steht's Retired. Das bedeutet, du bist schon im Ruhestand. Ja. Rente. Renteniert. Ich bin Rentner. Ja, und was war so das Schönste, was du erlebt hast mit dem Auto? Der schönste Platz? Ist das Portugal, Spanien oder hier? Ja, die letzten Jahre fahren wir nur noch nach Deutschland. Ja. Uns gefällt das hier sehr gut. Man kann sich unterhalten mit in Portugal, in Spanien, in Frankreich, die Sprache ist ein Problem, Ja. hier nicht. Und nur das Wetter, Ja. das ist nicht immer so gut. Da ist halt Aber Deutschland. sonst, Na gut, ihr seid ja natürlich auch aus Holland, das heißt, da Ja. ist das Wetter auch nicht so gut, oder? ist auch nicht so gut. Ne? Ja. Das ist genau so. Sehr schön. Ja, wir gehen mal kurz rein, denn es gibt einiges zu sehen drin. Ich zeige es mal gerade komplett mit ihm zusammen. Er ist ein großer Mann, muss man dazu sagen. Du bist gute 2 Meter, oder? Ich bin 1,94 Meter, 94 Zentimeter. 1,94 Meter. Ich kann nicht gerade stehen, das ist nicht hoch Unbedingt. genug. Aber
Das ist aber nicht schlimm. Nee, ist Ein kleines bisschen Dücken. Okay. Da bin ich gewohnt. Sag mal, als du den gesehen hast, den Bus, hast du gesagt, das wird mein Wohnmobil? Oder du warst direkt verliebt in den Bus? Nee, wir haben einen gesucht Ja. und gefunden. Okay. Nach verschiedenen anderen. Und der hat uns gut gefallen. Der war noch in Betrieb. Der war 25 Jahre alt damals. Okay. Und die waren noch in Betrieb. So, ja, könnte ich kaufen, war 100% in Ordnung. Er lief. Im Prinzip die Wartung, es war alles perfekt. Ja. Okay. Ja. Und ich sage jetzt, der Motor mit 10 Litern, der ist wahrscheinlich gebaut fürs Leben, oder? Der geht wahrscheinlich ja, nicht. hat mehr wie 1 Million Kilometer gemacht. 1 Million. Ja, mehr noch wie 1 Million. Ja. Und du selbst, du fährst auch viel? Dann bist du viel unterwegs? Ja, bevor der Corona war ich noch Reisebusfahrer in freie Zeit im Sommer. Aber jetzt ist alles still, fährt kein Bus mehr. Feierabend. Ja, naja, muss mal abwarten, was passiert. Hè? Okay. So, wir gehen mal kurz rein. Es gibt einen Eingang oder mehrere Eingänge? Hier ist nur ein Eingang Ja. und eine Nottür an die andere Seite. Okay. Hinten. Die haben wir eben schon gesehen. Ja. So, große Reifen. Die sind riesig, die Reifen. Ist das auch so, dass die jetzt ewig halten oder ist dann im Prinzip nach einer Zeit muss man neue kaufen? Ja, wir können nicht ewig. Okay. Aber die sind gut, die Reifen. Ja, die sind 1 Jahr alt. Ein Jahr alt. Die sind noch neu. So, dann gehen wir mal rein. Die Tür, es ist matschig hier, muss man sagen. Ich ziehe jetzt direkt mal die Schuhe aus. Das sieht jetzt noch ein bisschen matschig aus. Da vorne ist das Fahrerhaus drin. Ich mache mal gerade noch ein bisschen weitwinkliger. Da ist der Hund, der Name von dem Hund. Ja, der Hund ist da. Wie ist der Name von dem Hund? Für Snoopy. 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 Oh, der süße Snoopy. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Warte mal. Ich ziehe mal die Schuhe direkt aus. Snoopy. Der Snoopy ist nämlich da. Da ist der Snoopy. Oh, ist der süß. So, gehen wir mal rein. Du hast natürlich eine Rückfahrkamera mit drin. Da ist die Frau des Hauses auch mit drin. Hast eine tolle Aussicht hier vorne, direkt auf die Mosel. Ja, jetzt ist alles ein bisschen beschlagen von Feuchtigkeit. Das ist der Platz, der Arbeitsplatz von dir, wenn du fährst. Ja, das ist mein Platz. So, da hinten ist die Rückfahrkamera, die ist an. Strom? Wie hast du das gemacht mit den Batterien? Wir haben 6 Batterien drin Okay. für Strom. Und jetzt sind wir hier am Strom. Das ist dann nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Aber wir können auch ohne Strom. Wir haben ein Solarpanel am Dach. Ein paar, 2 Stück. Und wenn es sonnig ist, dann geht das gut. Oder ohne Sonne, dann können wir so 3 Tage stehen ohne Strom. Ohne Strom. Ja. Aufladen, das heißt aber, ihr zahlt im Strom am Tag so 10 Euro hier am Platz? Hier? Ja. Nee, wir brauchen 1 Euro pro Tag. 1 Euro pro Tag 1 Euro pro Tag. zum Aufladen. Ja, der hat unglaublich viele Schalter hier vorne. Unter anderem, ja. Viele sind auch von dem Bus, von die Belichtung und alles. Ja. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Aber das ist von der Heizung. Und das ist der Hauptschalter. Und Start ist da. Und Scheibenwischer und so weiter und so weiter. Also ziemlich einfach. Ja, ist alles einfach. Ja. Da vorne auf der linken Seite ist noch so ein kleines Gerät. Was kann das? Die meinst du? Ja, genau. Ja, das ist das ist ein Reifenmonitor. Druckluft. Ja. Wie viel Druck auf dem Reifen drauf ist. Ja, und nicht nur vom Bus, aber auch vom Anhänger. Okay. Falls mal hinten der Reifen Das ist- kaputt ja, geht, ja. dass ihr das seht. Genau, ich habe 10 Stück. Können immer anschauen mit Fahren. Wie der Luftdruck dann ist. schaut er immer, welcher jedem andere Reifen mit der Luftdruck und der Temperatur. So, da oben drin ist eine Sattanlage. Ja, Eine große Sattanlage hast du mit drin. Du hast dann einen ganz tollen Fahrersitz mit drin. Du hast ein Funkgerät mit drin, CB-Funk. ja. Naja, Ist das gut, CB-Funk? nicht mehr. Nicht mehr. Das war einmal. Ist schon lange her. Ja, das funktioniert, aber da ist keiner mehr, die das hat. So, man kann nicht mehr sprechen mit anderen. Vorbei. Niemand hat das mehr. Handys. Ja. So, jetzt habt ihr hier einen Vorhang, das heißt, ihr könnt komplett zumachen. Ja, die können wir hier komplett zumachen. Das macht viel aus mit Temperatur.
Das glaube ich. Und der Vorteil ist auch, dass man vorne das nicht mehr sieht, das Führerhaus, das ist dann mehr wie eine Wohnung, oder? Ja, ja, auch das auch, ja. Es ist riesengroß. Da vorne sitzt eine Frau, da vorne sind noch mehr Nüsse. Ihr habt unglaublich viele Nüsse gesammelt. Ihr habt eine richtige Schrankgarnitur hier drin. Das heißt, hier wird im Fernsehen geguckt, da vorne ist die Tochter. Und hier haben wir SAT-Receiver, das heißt, ihr könnt alles auch bekommen. Ja. Die holländischen Programme auch? Ja. Ja. Ein Schrank ist direkt mit dabei. Bose Soundsystem, das klingt doch gut. Das ist IKEA-Systeem. Ja, die Schranken. Ikea? IKEA. Ja. So, ich zeig mal gerade, bevor wir da jetzt mal hingehen. Was man so einfach kaufen kann, das muss man nicht selber bauen. Ja gut, der Vorteil ist natürlich hier mit einem Reisebus, du musst nicht achten aufs Gewicht, oder? Ja, genau. Er ist hat nur 500 Kilo mehr Gewicht, als wie ich das mit Bus kaufte. Das ist stark, oder? Ja, weil all die Stühle, war alles sehr schwer, alles viel Gewicht, alles raus. Okay. Wir haben nur 4 Originalstühle. Da, die hier. Ja. Hallo, guten Morgen. Haben wir die Bekleidung neu machen lassen. Und das sind noch 4 Originalstühle. So, jetzt sieht man so ein kleines Problem. Du bist natürlich groß, der Mann ist groß, oder? Ja. Hij moest daar, Hier kann ich stehen. moest daar staan. Da kannst du stehen. Das heißt, du kannst eine Luke Wenn ich machen. stehen will, dann mache ich das hier. Okay, das heißt, hier ist auch ein Notausgang oben drauf. Ja, die kann ich einfach aufmachen. Das ist natürlich toll. Das heißt, du kannst im Sommer während der Fahrt auch mal aufmachen. Genau. Im Sommer, wenn es richtig warm ist, dann machen wir das auf. Genau, wenn du mal gerade so lieb Hinten ist bist, auch noch so dick. aufmachst noch einmal. Ich halte mal gerade die Kamera raus, dass man mal sieht, was oben am Dach drauf ist. Da sind nämlich so ein paar Sachen, die drauf sind. Da vorne ist die Saatschüssel. Dann hast du hier wahrscheinlich Kühlschrank und Co. Guck mal gerade, dass wir da mal aufs Dach drauf gucken. Stark. Das ist ein ganz, ganz tollen Bus. Und jetzt kann er natürlich rausgucken können hier. Das ist toll. Okay, mach nochmal zu, ist kalt. Ja. Da vorne hast du einen Multicontroller. Das heißt, du kannst ganz genau einstellen, wie viel Ampere der Strom hat, oder? Genau. Victron Energy, das ist wahrscheinlich das Beste, was es gibt, oder? Ja, das ist ungefähr das Beste, ja. So, du hast einen ganz normalen Kühlschrank. Wir haben von der Victron Multiplus 3000 Watt an Strom maximal. Das langt. Ja, das ist genug. Und sonst haben wir alles normale Sachen wie im Haus auch so um 230 Volt, wie Kühlschrank, ja, kleine Spülmaschine. Die ist süß. Ist aber schön, dass man eine Spülmaschine hat, oder? Okay, da ist das schmutzige Geschirr drin. Ja. Aber spülen, das macht doch keinen Spaß, oder? Nee. Das will niemand Macht machen. die Maschine besser. Ja. Der braucht nur ganz komplett 8 Liter Wasser. Stark. So, und da vorne ist die Mikrowelle mit Grill. Ja? Das ist ein Kombi-Magnetron heißt das. Okay. Der Gasherd, Ja. der könnte jetzt auch in Holland stehen irgendwo, oder? Der ist fest für zu Hause, gell? Ja. Das ist nur umgebaut für Propan. Okay. Statt Erdgas. Ja, das ist normal. Aber hier andere. Erdgasheizung. Ja. Okay. Verstanden. So, dann ist ein ganz normales Spülbecken hast du hier. Ja. So, da ist richtig viel Platz. Du kannst rausgucken, wenn du was machst. Das ist total Ja, klasse, ja. oder? Da vorne, die dürfen ja nicht fehlen, die holländischen Blumen. Ja. Sag mal, als du gesagt hast, ich baue einen Reisebus, was hat deine Frau gesagt? Ja, war die da? Ach, ich hatte das schon Jahre vorher schon gesagt. Wenn ich mit Rente gehe, dann baut man selber ein Wohnmobil von Bus. Ja. Und dann war es soweit. Ja. Und hat die gesagt, ich hatte gedacht, das war Spaß. Ja. Spaß. Ja, die hat gedacht, das war nicht gemeint. Aber es war gemeint. Okay. Und die haben damals einen Wohnwagen, die haben die verkauft, einen Bus gekauft und ein Jahr kein Urlaub. Okay. Und nächstes Jahr mit dem
Das war, wann war das? Wann habt ihr den in 12 Betrieb Jahre genommen? zurück. Ich war in 2007 Ja. mit Rente mit 60 Jahren. Du, Konnte nicht aufhören. und du bist Busfahrer, oder? Ja, ich war Busfahrer, ja. Okay, das heißt, Busfahren ist für dich kein Problem. Nee, ich war Busfahrer in Amsterdam. In Amsterdam? Ja. Dein Mann ist ein toller, oder? Der ist klasse. Hele lange bus. Ja, die 18 haben auch Meter. die 18 Gelenkenbus von 18 Meter. Okay, das heißt, das hier ist klein für dich. Ja, das ist mit Busfahren. Ist kein, Das ist Spielzeug. Busfahren ist kein Problem. 12 Meter Spielzeug, okay, das sehe ich auch so. Aber ich fahre auch so ab und zu 12, 14 Meter Doppeldecker. Okay. Doppeldecker. Ja. Es heißt ja in Deutschland, da muss der große Führerschein, man muss alle 5 Jahre eine Prüfung machen für die Gesundheit. Ja. Ist das in Holland auch so? Ja. Und ist das ein Problem für dich? Nee. Warte, ich zeig mal gerade hier vorne rein, dass man mal sieht, wie groß der Raum ist. Das ist nur die Hälfte. Und wir müssen gleich mal, ich muss einmal kurz komplett durchgehen. Ihr habt so ein tolles Wohnzimmer hier. Das ist auch hier im Winter, ist schön warm? Is weer warm. Ja, ist warm. Ja, wir können das schon schön warm machen. Das ist kein Problem. Okay, ihr habt einen schönen Boden drin. Das heißt, ihr habt einen richtigen Fußboden, Holzfußboden reingemacht. So, und einen Ja, riesen... das Teppich haben wir dann für ein Jahr in Zittau. In Zittau habt ihr das gekauft. Zittau habe ich gekauft, ja. Und eine große Couch habt ihr einfach reingestellt. Das heißt, ihr sitzt beide da dann abends und guckt auch schon mal Fernsehen? Ja. Okay. Ja. Und was ist schön im Fernsehen? Was schaut ihr mal? Oh ja. Alles. Die Frau, die guckt mehr Fernsehen wie ich. Ich habe ja auch noch Computer, Ja. Laptop und das mache ich gerne. Okay, super. Ja, da vorne, da kann man noch mehr aufmachen, wenn man will, oder? Hier vorne die Vorhänge oder ist dazu? Hier die Vorhänge? Die Vorhänge, das ist so, aber das, Man könnte es aufmachen. Ja, man kann das auch machen. Okay. Ist das hier ein Problem im Sommer, dass es vielleicht zu heiß wird manchmal? Hier in dem Auto? Ja. Im Sommer fahren wir nicht. Ihr fahrt nicht im Sommer. Nee, im Sommer ist das alles zu viel Betrieb, zu warm, zu teuer. Das ist alles so im Herbst, das ist das Beste, und im Frühjahr. So in April, Mai. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, ihr fahrt dann in Urlaub, wenn die anderen nicht mehr da sind, richtig? Ja, so ungefähr. So ungefähr, sagt er. So, ich gehe mal kurz durch. Ja, So, hier vorne ist das Bad. Bad. Das Bad ist phänomenal. Ich durfte eben schon mal kurz reingucken. Ihr habt so ein riesen Bad hier. Das ist eine mega große Dusche. Die ist sehr groß, oder? Ja. Das ist eine normale Dusche, wie so ungefähr haben wir das zu Hause auch. Okay, das heißt, ihr habt auch dasselbe Muster innen. Die Farbe ist auch gleich zu Hause? Nee, Nee. war Spaß. Gut, nur. Da oben ist die Luke, die hast du eingebaut. Ja. Großer Schrank mit drin. So, ich gehe mal ganz kurz rein. Da vorne ist noch ein Spiegelschrank mit drin. So sieht die Dusche aus. Da kann man dann was aufhängen. Hier vorne Shampoo wie im Hotel. Ja. Praktisch, oder? Ja. So, eine Riesendusche. Badezimmerschrank. Ja, das war natürlich schon ein Jahr nur. Da warst du ja relativ schnell. Also ich kenne ja Leute, die bauen ja 10 Jahre an sowas. Ja, die sind zu langsam. Die sind zu langsam. Wenn du mir mal verrätst, wie alt du bist, dein Alter. Jetzt, Ja. diesen Monat werde ich 73. 73. Ja. Okay. Okay, das heißt, ihr seid ja noch jung. Ja. So, hier vorne Ich sieht man fühle mich ja. noch jung. Das glaube ich. Und da vorne ist ja das große Fenster. Nochmal Fenster Nummer 2. Ja. Das heißt, ihr könnt das nachts auch aufmachen, wenn ihr wollt. Ja. Mach mal auf. Ja, im Sommer, wenn das richtig warm ist, dann machen wir die Tür vorne und die Tür hier hinten. Ja. Machen wir auf, dann Durchzug. ja, genau. Okay. So, ihr habt ein Riesen-Bett. Ich zeig mal gerade das Bett. Das Ja, ist ein ganz normales Bett, oder? Ja, das ist ein ganz normales Bett. Das ist 1,40 bei 2 Meter. 1,40 Meter mal 2 Meter. Ihr habt hinten Kleiderschränke, große, oder? Ja, Ja, das heißt, da kann man alles reinhängen, was man will. ja, genau. So, ihr braucht hier hinten kein Fernsehen, oder? Nee. Wir hatten hier eine kleine Fernsehen, aber Ja. wir haben das gar nicht gebraucht und dann
ja, das wird so langsam wird das auch alt. Ja. Und da habe ich es weggenommen und das ist so Foto hier. Ja, und da vorne ist deine Frau. Wie ist der Name von deiner Frau? Finca. Finca. So, und das heißt, ihr fahrt und fahrt. Ich muss mal gerade mal ganz zurückgehen. Ich zeige das mal gerade, wie groß das Auto ist, dass man das mal sieht, wenn ich jetzt mal durchfahre. Das heißt, wir stehen jetzt hier ganz am Ende. Da vorne ist er. Er kann natürlich da gut stehen an der Stelle, oder? Ja. Ja. Sehr schön. Da vorne kann man rausgucken auf den Platz. Heißt, man kann auch zumachen. Und jetzt fahre ich mal gerade eine Kamerafahrt durch, dass man das Ganze mal sieht. So ist es dann durchgehend. Ist das krass? So riesig. Und es geht weiter und weiter. Dann geht man hier um die Ecke. Da ist die Finca. Finca, ja. So, dann geht es noch weiter. Dann geht es nach vorne. Da vorne ist der Hund, der Snoopy. Ja, Spiele. Der spielt. Dann geht es noch weiter. Dann kommt man jetzt hier vorne hin zum Führerhaus. Und da vorne ist noch die Originaluhr drin, oder? Vom Bus. Ja. Da ist er. Sie blinkt. Ja, die blinkt eben, ja. Funktioniert nicht mehr. Naja, doch. Aber muss man dann mit einem Pin, muss man das Neu machen. noch nicht gemacht. Hast nicht gemacht. Denn da vorne hängt ja auch eine tolle Uhr. So, darf ich einmal in deinen Kühlschrank reingucken? Bitte. Ja. Dass ich einmal kurz mal sehe, wie groß der ist und was ihr da so drin habt. Weil ich gucke mal gerne in Kühlschränke rein. Da vorne habt ihr Pudding. Alles aus Deutschland jetzt, oder? Ja. Ah, ihr seid Süße. Das heißt, ihr habt auch Marmelade gerne? Konfitüre, Marmelade? Ist die Marmelade? Du bist ein Marmeladentyp? Marmelade, ja, hier. Genau. Soßen? Wasser. Wasser, ja. Speck habt ihr? Ja. Käse, der gute Leerdammer. Alles. Leberpastete und natürlich das Hundefutter. Und Und da ist das Bier, das gute Schultenbräu. So, okay, ich lasse euch mal in Ruhe. Unten hat man noch einen Eisschrank mit drin. Ich glaube, ich habe viel gesehen. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch noch viel Freude mit dem tollen Auto. Wirklich ein ganz anderes Konzept. Habe ich noch nie gesehen, das Konzept. Ihr habt viele mit Bussen, die ihr trefft auf den Campingplätzen, die auch umgebaut haben? Ich habe versucht, zu bauen wie ein Haus. Ja, Dass man darin wohnen kann. ja, Ohne Kompromiss. ja. Das war das. Und das hat so ungefähr wel geklappt. Ja. Also ich glaube, das ist dir gelungen. Ja. Das ist wie im Haus. Denn wenn ich hier gucke, man schaut hier raus, da vorne hat man Face-to-Face, was die einem heute verkaufen auf der Messe, auf dem Caravansalon, ja, das Face-to-Face, das habt ihr sowieso. Das heißt, ihr sitzt euch sowieso immer gegenüber. Ja, weißt du, wir wohnen da für minimal 2 Monate. Wohnen wir drin. Und dann will man nicht so ganz klein und ganz eng. Und, nee. Einfach nur schön. Es ist nicht immer gutes Wetter, dass man draußen sitzen kann. 4 Wochen hier. Ja, wir waren hier an dieser Stelle vor 4 Wochen. 4 Wochen wart ihr hier am Stück. Schöne Platz. Das ist schön, Ja, gell? hier gefällt es uns. Wir kommen hier, jedes Jahr kommen wir hier einmal zurück. Gut, ihr habt einen Vorteil, ihr habt jetzt ein Auto dabei, das heißt, ihr könnt Touren machen nach Trier. Ja, genau. Trier wart ihr auch schon? Ja, Trier und Wittlich, Bernkastel. Sehr schön. Und natürlich, das darf auch nicht fehlen, Deko. Ja. So, das Schaf ist auch da. Und überall Walnüsse. Das ist ja auch da. Ja, dieses Jahr haben wir da unheimlich viel. Ja. Ja, es sind doch viele Leute, die noch sammeln. Ich zeig mal gerade hier vorne. Jetzt wird viel zusammen. Schaltung ist, wie viel Gang hat er? Wie viele Gänge? 6 Gänge. Und er hat Power, der Motor. Ja, Kraft hat er. Drehmoment. ja Drehmoment weiß ich. Der PS ist 280 PS. 280 PS aus 10 Litern. Ja, das will ja was heißen. Und er braucht 25 Liter. 25 Liter Diesel. Ja. Ja, aber ich meine, wenn ihr ja immer 4 Wochen steht, ab und zu mal ein bisschen Da fahrt, braucht er nichts. ja, dann braucht er nichts. Nee, wir stehen 2 Wochen und dann fahren nach vorne für Wasser und so, und Entsorgung. Stark. Und das ist das. Super. So, dann schauen wir noch mal raus, machen die Abmoderation. Es ist ein bisschen schmutzig, das ist aber nicht so schlimm, Ja. denn ihr habt ja unglaublich viel Platz.
Das ist allein schon mal eine Tür, wenn man die hier aufmacht. Das ist richtig Qualität. So, ich guck mal gerade. So, das ist nämlich so die Situation gerade, dass wir den Matsch ein bisschen... Also ist es halt hier in Klüsserath. So, geht. Funktioniert. Dann können wir nochmal die Abmoderation machen vor dem Bus. Dem riesengroßen Bus. Ich zeige ihn nochmal gerade von der Seite. So sieht er aus. Ja, wirklich ganz, ganz toll. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Und ihr fahrt heute wieder zurück? Nee, wir haben noch andere Stellen. Wir bleiben, denke ich, noch 1-2 Wochen in Deutschland und dann An der Mosel. fahren wir zu Hause. Und wo geht's jetzt hin? Ja, ich weiß nicht, ich habe das im Telefon habe ich eingestellt. Da fahren wir. Ist nicht weit weg. Ist nicht so weit, 200 Kilometer. Ach, 200. Ja. Okay, Ja. prima. Ja, Ein dann bisschen Richtung zu Hause. alles klar. Ja, dann viel Erfolg wünsche ich dir für die nächsten 20, 30 Jahre in deinem Bus. Ja, so viele Jahre soll das nicht sein. Wer weiß. Tschüss, danke. Danke. Ciao. Tschüss.